Hallo meine Lieben, ich bin die Jenny und ich wurde von der Nina interviewt und ich habe es mir gerade nochmal angeschaut, das Video, und ich dachte mir so, wow, krass, wie inspirierend. Ich war sehr, sehr, sehr persönlich in dem Interview, das heißt, ich habe sehr, sehr viele Insights geteilt, die ich so noch nie öffentlich geteilt habe. Das heißt, ich habe einen kleinen Einblick darüber gegeben, wie ich aufgewachsen bin, wie ich mich früher gefühlt habe und warum ich auch mit 19 Selbstmordgedanken habe und wie ich aus diesem Unglück, was ich gefühlt habe, einfach mein Glück auch angezogen habe. Und ja, ihr könnt euch sehr darauf freuen. Es wird sehr inspirierend, sehr interessant. Also ich fand es interessant. Ich habe auch schon einiges an Feedback bekommen, die das Video halt schon vorher gesehen haben, bei Nina auf ihrem Instagram-Kanal. In dem Video habe ich auch noch mal kurz angeschnitten, wie meine Reise begonnen hat. Ich bin ja mittlerweile schon ein halbes Jahr aus Deutschland sozusagen raus und habe auch ein Insight von einer sehr, sehr, sehr wertvollen Erfahrung in meinem Leben mit euch geteilt, die ich mit einem, ja, ich weiß nicht, ob er Millionär oder Milliardär war, aber in dem Bereich, ich habe seinen Vater gegoogelt und er hat eine Network, auf Englisch Billionär, aber ich glaube auf Deutsch gibt es keinen Billionär, soweit ich weiß. Deswegen, so in dem Bereich. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein und ja, möchte einfach so wie bei all meinen Videos einfach einen Mehrwert an euch weitergeben und ja, eine Inspiration sein. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Enjoy! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Brave Woman, dem Kanal, der mutige Menschen interviewt, die im Herzen gefolgt sind und die einfach das in die Realität umgesetzt haben, was sie sich vorgenommen haben. Und heute habe ich einen ganz, ganz wunderbaren Gast da, nämlich die Jenny Lee. Die Jenny habe ich persönlich, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, habe ich auf YouTube gefunden, weil ich mit dem Gedanken gespielt hatte, perspektivisch irgendwo nach Tansania auszuwandern. Habe dann da so ein bisschen rumgegoogelt und dann ist die Jenny mir so direkt ins Auge gesprungen, ganz, ganz viele Videos auf YouTube hatte. Dann fand ich die höchst sympathisch und dachte mir, die Jenny wäre doch eigentlich auch der perfekte Kandidat, nämlich das perfekte Vorbild hier für unseren Kanal, für meinen Kanal, nämlich was das Thema Mut und Selbstbewusstsein angeht. Und bevor ich jetzt noch so viele quatsche, liebe Jenny, stell dich doch gerne mal vor. Wer bist du? Was machst du, damit die Zuschauer mal eine Idee kriegen? Also erstmal auch vielen Dank, Nina, für die Einladung hier. Also ich freue mich total heute auf das Video, bin ganz gespannt. Also null Vorbereitung, weil ich auch gar nicht weiß, welche Fragen gestellt werden. Aber ja, ich freue mich. Ich liebe Spontanität. Und ja, ich bin die Jenny. Ich bin 24 Jahre alt und ja, bin in Deutschland geboren, bin aber gerade aktuell in Brasilien, bin aber, wie Nina schon gesagt hat, ja, erstmal nach Tansania ausgewandert sozusagen, aber es hat sich mittlerweile auch wieder ganz viel verändert. Aber ich werde wieder zurückkommen. Ich habe ein Rückticket am 15.06. Okay. Ja, genau, werden nochmal nach Tansania kommen. Aber ob es für immer sein wird, wahrscheinlich nicht, weil ich da weil ich noch die Welt sehen will und deswegen wird sich wahrscheinlich viel bei mir noch verändern, einfach weil ich immer, wie Nina auch schon sagt, meinem Herzen folge, den Impulsen folge und das kann sich irgendwie gefühlt jeden Tag ändern. Also mein Leben läuft auf jeden Fall nicht nach Plan, aber ich liebe es. Genau, beruflich bin ich freiberufliche Fitnesstrainerin und Zumba-Instructor und das ist meine Leidenschaft, mein Beruf und ja, mein Hobby zum Beruf gemacht. Genau. Also Jenny, vielen lieben Dank für deine Vorstellung und ich habe dir auch extra keine Fragen zugeschickt, weil ich selbst auch mir immer nur so 2, 3 Fragen notiere und letztlich haben wir ein Gespräch und wenn man ein Gespräch hat, hat man ja auch keine Fragen vorbereitet. Ja. Und was ich auch schön finde, dass wir davor jetzt auch nicht telefoniert haben oder so. Das heißt, es ist quasi einfach ein Gespräch und du, lieber Zuschauer, bist dabei.
Und ich hoffe, dass ich die Fragen stelle, die auch den Zuschauer interessieren. Ne? So, was mich persönlich interessiert und bestimmt auch die Zuschauer. Also erstmal, wie alt bist du, Jenny? 24. Also jetzt im Juli werde ich 25. Okay. Und wann bist du nach Sansibar geflogen? Wie lange ist das her? Am 3. 4. Dezember 2020. Okay, also noch gar nicht so lange her, 2020. Ja. So, jetzt stellt sich der Zuschauer vielleicht die Frage und ich mir natürlich auch. Liebe Jenny, was hast du in Deutschland getrieben und wie kam es denn, dass du gedacht hast, ach, ich gehe mal nach Sansibar, das ist bestimmt auch schön. Irgendeinen Grund gehabt haben, beziehungsweise, also ich kenne es von mir, es ist ja oft eine Entwicklung. Das heißt, das ist ja nicht, du wachst morgens auf und packst deine Sachen und fliegst weg, sondern bei mir war es zumindest so, man denkt immer wieder drüber nach und dann kommt der Tag, dann sagt man so, jetzt gehe ich in die Umsetzung. Was waren bei dir so die Auslöser, dass du gesagt hast, ich gehe nach Sansibar? Guck Deutschland an. Also das war tatsächlich der Grund, aber warte, ich erkläre es nochmal genauer. Also ich bin ja freiberufliche Fitness- und Zumba-Instruktorin und war eigentlich voll fokussiert, da erfolgreich zu werden. Dann kam aber 2020 halt im März ja der Lockdown und dann konnte ich halt erstmal, also wie viele andere, einfach den Beruf nicht mehr ausüben. Habe aber direkt tatsächlich sehr lösungsorientiert gedacht und halt bin auf Online umgestiegen und habe meine Kurse dann online angeboten, was ich auch immer noch mache. Und dann, glaube ich, war ein Monat im Oktober, ich glaube ein oder zwei, ich glaube nur ein Monat, war ja wieder kein Lockdown, dass man halt Kurse wieder geben konnte. Ja. Habe dann wieder meine Kurse gegeben und dann kam halt wieder der Lockdown und ja, das gefühlt für immer, aber ja, dann also es war einfach eine sehr, sehr taffe Zeit. Ich weiß, für uns alle und vor allem für die sehr gefühlvollen, empathischen Menschen, die gefühlt irgendwie alle Emotionen auch von außen her aufsaugen. Und es war halt bei mir ganz stark, dass mich diese ganze Negativität, diese Panikmache, diese Angst, diese Wut der Menschen extrem runtergezogen hat und meine ganze Energie gefühlt ausgesaugt hat. Und es ging mir seelisch und mental einfach extrem schlecht und ich wusste, ich muss hier irgendwas machen, was verändern, weil ich echt in einem Teufelskreis gelandet bin. Ich habe mich mit echt sehr nicht so schönen Themen befasst, also angefangen mit Politik, mich zu interessieren, beziehungsweise einfach ein bisschen mehr zu hinterfragen, zu recherchieren und diese ganzen Informationen, die ich dann aufgesaugt habe, also es hat mir noch mehr Energie sozusagen gezogen, was ich da so für mich erkannt habe. Und ich war einfach total unglücklich. Ich wusste, ich muss irgendwie weg. Und dann habe ich in der Gruppe, in Facebook, habe ich dann so gefragt, ja Leute, kennt ihr vielleicht irgendwelche Länder, wo es keinen Maskenball gibt? Weil es hat mich, ich fand es so schlimm, wirklich. Ich finde es auch schlimm. Ja, für viele ist es schon irgendwie normal, gar nicht so schlimm. Ich glaube, es gibt welche, die sagen, ja, ist doch gar nicht so schlimm, es wärmt doch das Gesicht. Ja. Aber ich fand es richtig schlimm, dass ich einfach nicht mehr lachende Gesichter sehen konnte, einfach nicht mehr diese Mimiken, nicht mehr diese die Nähe, du kannst keine Nähe so richtig herstellen, ne? Ja, genau. Das hat mich echt mitgenommen. Und und dann kam immer wieder als Antwort Tansania, Sansibar, auch noch andere Länder, aber mich hat am meisten Sansibar und Tansania einfach interessiert, einfach weil ich tatsächlich 2016 schon mal hin wollte, in einem Waisenhaus zu helfen, aber ich war früher noch sehr gehörig und meine Eltern haben es mir nicht erlaubt und dann ich habe es aber sehr bereut. Und ja, das war so der erste Punkt. Und dann kam auch, ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst mit dem Präsidenten, als er die Ziege und Papaya getestet hat. Ja, und die waren positiv. Ja, genau, ja. Und ich fand den halt voll humorvoll. Da fand ich ihn schon voll sympathisch. Ich dachte mir, ja, genau, der vertritt meine Meinung. So PCR-Test ist einfach nichts aussagend. Und
ja, dann bin ich immer wieder irgendwie auf das Thema Sansibar und Tansania gestoßen, weil es auch mal ein paar Schlagzeilen auch einfach gab über das Land, weil es ja einfach gar keine Maßnahmen, kein Lockdown, kein nichts. Und ja, also ich habe tatsächlich immer wieder diesen Impuls gehabt, dahin zu gehen. Und dann habe ich tatsächlich, ich glaube, eine Woche später einfach ein Ticket, also für eine Woche später ein Ticket gebucht und dann bin ich einfach geflogen. Ich habe erstmal für einen Monat gebucht. Ja. Ich habe schon tatsächlich in mir gefühlt, ich könnte mir vorstellen, wenn es mir dort gefällt, dort zu leben, einfach weil Deutschland keine Option mehr für mich war. Ich wusste, in welche Richtung es ungefähr geht mit Deutschland und ich wollte sowieso schon immer auswandern. Also nicht in Deutschland leben, einfach weil die Energie, die Mentalität einfach nicht mit mir resoniert. Ja, genau. Ich bin einfach ein herzlicher und lebensfroher Mensch. Ich bin ja gerade in Brasilien. Die Brasilianer sagen auch schon, du bist zwar deutsch, aber deine Seele ist auf jeden Fall, bist du von der Seele her eine Latina. Ja, auf jeden Fall. Ja, und deswegen wusste ich, ich werde sowieso Deutschland verlassen. Und dann hat es mir so gut in Sansibar gefallen, dass ich auch mich entschieden habe, dann dort zu bleiben. Ja, und alles sozusagen aufzugeben in Deutschland, habe dann meine Wohnung abgegeben, meine Sachen verkauft, also beziehungsweise Leute gesucht, die meine Sachen verkaufen. Ich habe Leute oder Freunde gesucht, die meine Sachen nach Sansibar, Tansania bringen. Also es ist alles möglich, von außerhalb Deutschland noch die Sachen zu koordinieren. Wenn man etwas wirklich will, dann findet man einfach eine Lösung. Guter Satz. Ja. Ja, tatsächlich hat sich mittlerweile trotzdem ein paar Sachen verändert, weshalb ich ja auch in Brasilien bin. Ja, also ich bin jemand, der die Möglichkeiten ganz schnell sieht und diese Möglichkeiten auch ergreift und auch einfach den Impulsen einfach folgt, die ich gerade habe, und das ist halt auch nichts Fixes. So, vor allem seit ich eigentlich in Sansibar war oder bin, ja, also nicht mehr war, habe ich irgendwie noch schneller gelernt oder ja, lerne ich immer schneller, noch mehr meinen Instinkt und meinen Impulsen zu vertrauen und dem zu folgen und eher drauf zu scheißen, was irgendwie andere, also es klingt voll hart, aber warum? Ja, also es ist mir echt egal, was andere von mir denken, und ich mache das einfach, was sich für mich richtig anfühlt und ja, was sich einfach jetzt für mich richtig anfühlt. Ich weiß nicht, was in 1 oder 2, 3 Monaten ist, und ich habe früher, also Anfang, als ich die ersten Monate noch auf Sansibar war ich noch ein bisschen in diesem Planermodus noch von Deutschland und habe dann halt gesagt, ja, ich wandere aus und keine Ahnung, habe schon gesagt, ich mache das und das. Aber am Ende ist irgendwie gefühlt alles anders geworden, und deswegen sage ich mittlerweile gar nicht mehr. Ich sage das, was ich jetzt fühle, und das mache ich, und keine Ahnung, was in 1, 2 Monaten ist, das kann sich verändern. Ja. Cool. Du hast gerade was Schönes gesagt. Du hast gesagt, ja, insbesondere seit ich auf Sansibar gelebt habe, bin ich mehr so im Hier und Jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich denke, es hat nicht viel, es hat eher was damit zu tun, dass ich halt einfach dass ich halt immer wieder die Entscheidung treffe, meinem Herzen zu folgen. Und in Sansibar hatte ich einfach extrem wertvolle Erfahrungen in meinem Leben angezogen und Situationen und Menschen, die mir einfach wieder gezeigt haben, das ist mein Weg und das ist der richtige Weg, einfach meinem Herzen bedingungslos zu folgen. Und da hattest du, also gibt es da irgendeine Begegnung, an die du jetzt ad hoc denken musst, wenn du darüber sprichst, eine Begegnung, wo du sagst, die hat richtig krass getoucht? Also ich muss sagen, dass mir gefühlt die ganze Zeit irgendwas passiert ist in Sansibar. Also ich könnte eigentlich ein Buch schreiben, es war echt eine krasse Zeit. Also ja, tatsächlich fallen mir ein paar Situationen ein, aber ich muss sagen, dass generell einfach immer wieder die Entscheidung, meinem Herzen zu folgen, ja, hat mich irgendwie dazu geführt, dass ich es halt noch krasser mache und noch mehr drauf scheiße, was andere denken und was andere wollen, und noch mehr das mache, was ich will. Einfach weil ich gemerkt habe, wenn ich wirklich meinem Herzen folge, wenn ich wirklich diesen Impulsen folge, dann werde ich so
dann ziehe ich halt so krasse Menschen und so krasse Situationen in meinem Leben an. Und jetzt zu dem Beispiel. Ja. Das war so, dass ich halt, dann hatte ich mich ja entschieden, dass ich in Sansibar leben möchte. Dementsprechend hatte ich auch schon überlegt, okay, wie kann ich jetzt auch mich finanziell aufstellen. Und ich bin ja Zumba-Instructor von Leidenschaft aus und ich habe das halt auf der ganzen Insel, habe ich das noch gar nicht gesehen, dass irgendjemand das macht. Auch bis heute weiß ich nicht, ob das irgendjemand anbietet. Und habe halt voll also ich war so voll überzeugt, boah, das wird richtig krass. Ich war so einer der Ersten. Und dann wollte ich das halt unbedingt machen. Und dann bin ich halt zu einer der größten Hotels in Nungi, also ganz im Norden, bin ich halt hingegangen. Also es gibt ganz viele teure Hotels, aber so einer der, also was heißt teuer, ist einer der größten und bekanntesten Hotels. Und dann bin ich halt, also ich hatte einen Kumpel, der die Nummer von dem Geschäftsführer hatte und hatte, also es ist ein bisschen anders in Deutschland, würde sowas niemals, wäre das nicht möglich, aber die geben einfach so die Nummern weiter und du schreibst den Geschäftsführer per WhatsApp und der weiß nicht, woher du die Nummer hast, aber der antwortet dir trotzdem. Egal. Ja, ich hab dann halt meinen Pitch per WhatsApp erstmal so abgehalten und dann hat er auch direkt gesagt, okay, lass uns treffen. Hat natürlich seine Vorteile alle aufgezählt. Dann haben wir uns getroffen und hat mich auch richtig gut verkauft. Der war auf jeden Fall sehr begeistert von mir und ich war da auch so voll in diesem, ich war richtig motiviert, einfach gerade so einen Tatendrang was zu machen. Und dann hat er halt gemeint, okay, dann zeig mir ja, was du drauf hast und so und finde halt selber deine Kunden. Und ich bin so erst so ein paar Wochen da, ich kenne niemanden, aber scheiß drauf. Ich habe gesagt, okay, mache ich, kein Problem. Also, okay, wann willst du das Event machen? Ich so, ja, okay, morgen. Also, so, warte, das heißt, du hattest die Option, aber er hat gesagt, du machst selbst deine Kundenakquise, oder was? Ja, du machst selbst deine Kundenakquise. Ich war richtig motiviert, ne? Ich kenne zwar niemanden, ich habe keine Ahnung, wie das hier abläuft. Und ich habe einfach gesagt, okay, wir können morgen das Event starten, bis morgen habe ich die Leute. Okay. Ich war zu motiviert. Die Erfahrung war es wert, aber jetzt kommt's. Und also der findet mich bis heute noch voll sympathisch, weil, keine Ahnung, weil ich weiß nicht, so einfach meine Energie und weil ich halt so selbst überzeugt war und das auch noch bin. Und auf jeden Fall habe ich halt mein Bestes gegeben an dem Tag und habe halt extrem viele Leute angesprochen, was ich so in der Art noch nie gemacht habe tatsächlich. Und ich liebe es, Dinge zu machen, die ich noch nie gemacht habe. Und vor allem auch Dinge, wovor ich Angst habe, weil ich einfach weiß, dass ich danach halt einfach mein Geist und meine Seele und alles sich einfach noch mehr erweitert und ich noch weiser werde in dem Sinne. Und ja, deswegen habe ich die Herausforderung angenommen, obwohl ich es schon, also das ist nicht so, dass es mir voll leicht gefallen ist. Also ich habe mich schon manchmal geschämt. Ich habe es trotzdem gemacht und es war auch eine richtig geile Erfahrung, einfach wieder so Kaltakquise oder generell etwas zu machen, wovon man Angst hat. Ich habe am Ende des Abends, beziehungsweise bis zum nächsten Tag, habe ich tatsächlich nur geschafft, eine Person zu akquirieren. Und ich dachte mir schon, scheiße. So, ich habe mich voll overdelivered. Aber trotzdem irgendwie bin ich dann ganz schnell wieder zurück ins Vertrauen und dachte mir, das ist, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so ein Vertrauen, dass es genauso sein soll. Und ich hatte dann dem Geschäftsführer nochmal geschrieben, was hatte ich geschrieben? Dass ich mein Bestes gegeben habe, aber dass es einfach, dass ich diese Erfahrung machen musste, weil ich auch nicht wusste, okay, kennen die Leute Zumba und ich habe einfach gemerkt, die Leute haben gar keinen Plan so richtig, was es ist. Das wird nirgendwo angeboten und es braucht ein bisschen mehr Planung und ich habe eine Liste gemacht, was ich verbessern konnte und habe halt gemeint, okay, können wir uns morgen treffen, dann würde ich dir gerne das halt vorstellen, was ich verbessern. Also das heißt, du hast dich da trotzdem festgebissen, hast dir gedacht, okay, das hat jetzt heute nicht, aber ich habe draußen direkt hier die Lösung und dann machen wir morgen weiter. Ja, genau.
Lieber Ja, Zuschauer, mega, mega wertvoller Tipp. Nämlich, oft denken wir, wenn irgendwas nicht funktioniert, ja, dann hat es nicht geklappt und dann gehen viele nach Hause und sind traurig. Aber die Jenny hat was gemacht, was ich mega wertvoll finde, nämlich mach was und dann justier nach, weil viele warten immer, bis es perfekt ist und machen es dann nicht. Aber stattdessen einfach machen und dann, wie es die Jenny gemacht hat, nachjustieren. Sorry fürs Unterbrechen. alles gut, voll gut. Wieder an dich. Nee, absolut, hast du mega gut gesagt. Ist für mich genauso. Ja, also ich mache einfach die Dinge und hat er tatsächlich gefeiert. Also er wusste tatsächlich schon so, dass es schwierig wird anscheinend. Und das ist halt, ja, ich glaube, er wusste schon, dass es halt so, vor allem in der Gegend und so, ne? Und der fand auf jeden Fall so meinen Tatendrang, hat ihn richtig begeistert, dass er sogar mich auch so die nächsten Tage dann einfach so, dass ich ihn begleiten durfte. Und das ist halt eigentlich krass, also ich kannte ihn schon von vorher, von einem anderen Kumpel, der auch mit ihm Business machen wollte, dass er halt sehr, wie soll ich sagen, wir wissen ja, Zeit ist Geld und er ist halt noch krasser, also so, dass er fast mit niemandem irgendwie so seine Zeit verschwendet in dem Sinne ja, sich auch nicht mit jedem sozusagen immer trifft und dass er auch richtig oft zu spät kommt. Ja, solche Sachen, weil ihm anscheinend so seine Zeit wertvoller ist als alles andere. Naja, auf jeden Fall hatte ich da schon so ein bisschen, wusste ich schon ungefähr, wie der so drauf ist. Aber tatsächlich war der irgendwie so begeistert irgendwie von mir, dass er mich dann irgendwie die nächsten Tage irgendwie dann zu seinen Terminen mitgenommen hat und so. Und ich finde es so als Außenstehender halt extrem interessant, weil man einfach so krass viel lernen kann von der Person, nur indem man beobachtet. Und ja, deswegen liebe ich es auch einfach, erfolgreiche oder generell andere Menschen einfach zu beobachten, wie sie sind, was sie machen, weil man so viel lernen kann daraus. Und ja, der hätte mich dann der wollte dann mit mir zusammen trainieren, hat mich in seine Villa eingeladen und solche Sachen. Also ja, also alles noch mit Distanz, so ist nicht. Aber trotzdem, ja, es war halt einfach eine krasse Erfahrung, so etwas, was ich halt noch nie zuvor irgendwie erlebt habe. Und das sind so Dinge, die ich dann irgendwie angezogen habe, nur weil ich halt so krass in Fülle geschwingt habe. Also eigentlich wirklich, ich war die ganze Zeit im Vertrauen, egal sozusagen, was schiefgelaufen ist. In dem Sinne ist es ja eigentlich auch schiefgelaufen. Okay, ich habe jetzt nicht geschafft, diesen Kurs zu geben, aber für mich war das irgendwie nicht, okay, es war jetzt kein Fehlschlag, sondern es war eine Erfahrung, die mich sozusagen, woraus ich halt lernen kann und noch besser werden kann. Und so habe ich das auch gesehen. Und auch an dem Abend, wo ich ja eigentlich dann diesen Kurs hätte geben sollen, und jetzt habe ich was anderes, was Neues angezogen. Ich hätte ja eigentlich den Kurs gegeben, aber weil ich es ja nicht geschafft habe, war ich dann halt bei ihm so, also es ist halt so ein Hotel direkt neben dem Strand mit noch Bars und so. Und ich war da noch so im Kontakt und habe da noch mit dem Geschäftsführer, war ich halt noch in Kontakt. Und da ist halt in der Zwischenzeit ist ein anderer Typ halt gekommen und hat halt gemeint, so hey, und so hat mich halt angesprochen. Und ich war halt so voll in, okay, ich habe eigentlich keine Zeit. Ich bin gerade mit dem Geschäftsführer und ja, wie soll ich sagen, chatten. Und ja, war dann, als ich fertig war, ist er halt wiedergekommen und keine Ahnung, hat die ganze Zeit mit mir gequatscht. Und ich war schon so, also ich war freundlich, wie ich halt bin. Und ich hatte auf jeden Fall, und er hat halt gemeint, ja, komm noch zu mir und meinen Freund. Und ich war halt erstmal so, ich kenne ihn halt nicht, bin mir ein bisschen unsicher. Habe ich halt erstmal gemeint, so, nee, ich habe richtig Hunger, ich muss das essen. Dann der so, kein Ding, ich lade dich ein. Und dann dachte ich so, okay, wenn du mich einlädst, okay. Ja, dann komme ich halt mit. Nee, auf jeden Fall, ja, das Krasse war, also ich bin dann halt an deren Tisch gegangen. Und er war anscheinend der Sohn von, nicht der Sohn, der Enkel von dem Präsidenten von Uganda und hatte anscheinend richtig viel Patte. Also wir haben auch den ganzen Abend alles bezahlt und es war richtig witzig. Also ich kann mich nicht gut mit dem unterhalten. Der andere,
der war Geschäftsführer von, ich glaube, 3, 4 Marriott Hotels, auch in Uganda. Und der ganz andere, mit dem ich mich am längsten unterhalten habe und der mich am krassesten von seiner Persönlichkeit überzeugt hatte, von dem ich richtig viel lernen konnte, was ich halt richtig krass fand, das war der Sohn von dem reichsten Mann aus Uganda. Und ich habe den tatsächlich gegoogelt, weil ich erstmal dachte, Alter, was reden die da? Hä, was wollen die von mir so? Ich habe denen erstmal nicht geglaubt. Ich so, okay, als ob. Und dann habe ich die halt gegoogelt mit deren Namen und man kann die halt finden. Und auch sein Vater kann man in Wikipedia finden und der hat sogar ein Network. Ich weiß nicht mehr, was das heißt, dass er einen Wert hat. Von irgendwas Billionen, keine Ahnung. Ich habe mich auf jeden Fall dann halt so weiterhin mit denen unterhalten gehabt und habe an den Abend extrem viel lernen können. Ich habe so alle meine Fragen gestellt, weil wann hat man diese Möglichkeit, einen Billionär zu treffen und dann auch noch mit ihm so direkt so in Kontakt sein zu können. Und dann habe ich ihn direkt alles gefragt, so random, was denkst du über Bitcoins und Kryptowährung? Weil das Thema hatte mich auch interessiert, ist jetzt was anderes, aber es hat mich interessiert und ich frage irgendwie, wenn ich dann irgendwie so erfolgreiche Menschen treffe, dann interessiert mich immer deren Meinung, was denken die darüber. Und ich finde es dann immer interessant, dass die Meinungen von erfolgreichen Menschen immer relativ ähnlich sind von dem, in was sie investieren würden. Im Vergleich jetzt zu Leuten, die vielleicht nicht so erfolgreich sind, beruflich. Solche Sachen oder generell, also ich habe mich einfach für ihn so auch als Mensch interessiert, so wie der aufgewachsen ist, was er beruflich macht und es hat ihn irgendwie, also es hat den generell, die haben mich irgendwie alle voll gerne noch und ich habe mit denen auch noch, ich habe Nummern alles ausgetauscht, manchmal. Gib mal her. So. Ja, also hätte ich auch nicht gedacht, so. Die haben gesagt, die wollten mich die ganze Zeit nach Uganda holen, so wir wollen jetzt ein Fitnessstudio aufmachen, komm, ich würde dich direkt einstellen als Zumba-Instructor. Man muss halt, wie soll ich sagen, man darf auch nicht so viel Angst haben, weil die auch, der eine meint, also der Billionär, der Sohn von diesem reichsten Mann aus Uganda, meinte auch, oh, du bist Zumba-Instructor, dann zeig mal, was du drauf hast. Und hat halt gemeint, gib jetzt direkt eine Session und da war direkt, also neben dieser Bar-Restaurant. Und ich war erst mal so, okay. Und dann dachte ich mir aber, okay. Hast du gemacht? Ja, habe ich gemacht. Und dann war an dem Abend, habe ich tatsächlich eine Session gegeben. Da waren einige, die dann mitgemacht haben, so spontan. Und die haben es halt voll gefeiert. Und ich glaube, das ist auch so das, was halt solche krassen und so interessante Menschen und wie ich halt solche Situationen und Menschen anziehe, ist einfach, indem ich halt, also ich würde jetzt sagen, so wie ich bin, und wie ich bin, ist halt einfach, indem ich trotzdem mache, obwohl ich Angst habe und einfach rede und also aus meinem Herzen rede, meine ich, und handle. Und ich glaube, deswegen ziehe ich dann auch ähnlich schwingende Menschen an, die halt einfach auch in Fülle sind und dementsprechend da sind, wo sie sind. Schön. Ja. Schön gesagt. Jetzt bin ich neugierig, wenn wir jetzt gerade mal bei diesen ganzen tollen Begegnungen bleiben. Was sind so deine 3 größten Learnings, also 3 größten Aha-Momente, wenn man jetzt quasi alle Gespräche zusammennimmt, die du hattest mit spannenden Menschen? Was waren so die drei Leitsätze, wo du sagen würdest, die nehme ich jetzt für mich mit? Was meinst du mit Leitsätze? Also die Sätze, die andere gesagt haben? Oder? Das, was die zu dir gesagt haben, wo du dann dachtest, okay, das macht voll Sinn, das übertrage ich auf mein Leben, das nehme ich mit für mich. Ich würde nicht sagen, dass ich sowas habe, so einen Satz, wo ich sage, ich würde das für mich mitnehmen. Es sind auch nicht die Dinge, die Person gesagt haben, die mich zu der Person machen, die ich bin, sondern eher die Erfahrung, die ich dadurch sammeln durfte und diese Begegnung an sich und diese Erfahrung, dass ich Dinge einfach trotzdem gemacht habe, obwohl ich Angst habe, das ist das, was sozusagen mir
ja, diesen Push als Persönlichkeit gegeben hat. Das will ich, Okay, also da gab es jetzt keine Erkenntnisse von wegen, was weiß ich, investieren in Kryptowährung, haben alle gesagt, macht Sinn. Weißt du, wie ich meine? Ach, das meinst du? Ja. Oder keine Ahnung, sei immer mutig und mach die Sachen, weil 5, mit denen du geredet hast, haben das zu dir gesagt. Sowas meine ich. Ach so. Ja, also tatsächlich, also bis jetzt mit jedem, den ich gesprochen habe, sind der Meinung, dass Kryptowährungen, vor allem Bitcoins, auch die Zukunft ist. Und deswegen, man sollte auf jeden Fall jetzt investieren, weil halt jetzt wie wir sehen, die ganzen Banken werden pleite gehen, es wird eine krasse Wirtschaftskrise kommen. Es geht immer alles mehr, also es wird alles mehr digitalisiert und dementsprechend werden auch immer mehr Leute nach Lösungen schauen, okay, wie kann ich dieser Wirtschaftskrise entkommen, weil das Geld einfach entwertet wird, die Inflation wird kommen. Es wird einfach so sein, dass das Geld halt nicht mehr oder wenig wert sein wird. Und deswegen, also zumindest jetzt nach dem, was die meisten oder eigentlich alle, die erfolgreichen Menschen gesagt haben, würden die auf jeden Fall in Krypto und Bitcoins investieren. Und ja, das ist das. Also fürs Leben irgendwas? Naja, was sie halt zu mir halt oft gesagt haben oder was die an mir halt sozusagen gefeiert haben, ist halt, wie gesagt, dass ich halt einfach mache und dass ich halt irgendwie nicht so viel Angst habe. Ich habe schon Angst, es ist nicht so, dass ich keine Angst habe. Ich habe Angst, aber ich mache es halt dann einfach trotzdem. Und deswegen denke ich habe keine Angst. Aber ich habe Angst. Ich mache es halt nur trotzdem. Und deswegen durch diesen Mut und durch diesen Tatendrang, weiß ich nicht, zieht man einfach Situationen und Menschen in Leben an, was dein Leben einfach noch lebenswerter macht. Und einfach. Okay, gut. Ja, dann gehen wir noch mal ein Stück zurück, nämlich bevor du abgeflogen bist und gesagt hast, ich gehe jetzt los, ich fliege jetzt nach Sansibar. Ich bin mir sicher, du hast ein Umfeld in Deutschland und du hast im Umfeld in Deutschland gesagt, so ihr Lieben, ich habe gepackt, ich mache mich vom Acker. An die Reaktion durchweg positiv? Ich habe es kaum jemandem gesagt. Echt? Ja, weil, ich weiß nicht, ich sage viele Dinge so, weil ich wusste ja auch noch nicht, okay, wie wird das jetzt sein? Also ich hatte ja selbst keine Ahnung, ich hatte niemanden hier in Afrika, ich war noch nie in Afrika, ich war noch nie in Sansibar, keine Ahnung, wie es sein wird, werde ich da bleiben, werde ich wieder zurückkommen. Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Hast du gesagt, du gehst in Urlaub? Nee, ich habe mit vielen gar nicht darüber geredet. Ach so. Und deine Eltern? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es denen gesagt habe. Okay, dann bist du abgeflogen und irgendwann haben die Leute, glaube ich, mitgekriegt, wenn die bei dir kommen, da macht keiner mehr auf. Und dann? Ja, weil du warst ja in Sansibar. Also irgendwann haben die Leute ja gecheckt, du bist nicht mehr da. Ach so, ja. Ja, dann habe ich halt gesagt, Leute, ich bin Sansibar. Kommt her. So, und wie war dann die Reaktion von deinem Umfeld? Also ich habe mir mittlerweile so ein krasses Umfeld aufgebaut, die sind alle sehr ähnlich schwingend wie ich, die haben uns alle voll gefeiert. Also ich komme mich besuchen, voll geil. Also meine Freunde haben uns alle gefeiert. Also eigentlich, sehr wenige fanden das sozusagen kritisch, aber mit denen habe ich nichts zu tun. Das waren wenige Follower, die mich alle entfolgt haben, seitdem ich so frei rausgehauen habe. Das sind Leute, die dann irgendwie gesagt haben, wie kannst du jetzt in Sansibar sein und Tansania, da sind doch keine Lockdowns, keine Masken und unverantwortungsvoll und so Sachen. Aber die kenne ich halt nicht. Also es gab niemanden, der das nicht gut fand. Fanden alle gut. Die mit mir befreundet waren, die ich kenne. Familie fand es auch gut. Am Anfang nicht so, aber ja, mittlerweile, die wissen halt, dass ich trotzdem das mache, was ich will, mittlerweile. Und wie gehst du damit um? Wenn jetzt
ein Zuschauer dabei ist, der sich jetzt sagt, ja, ich trage auch einen Traum in meinem Herzen und ich habe Bock drauf, aber ich weiß ganz genau, mein Partner oder meine Eltern oder meine Kinder, je nachdem, wie alt unsere Zuschauer sind, die werden das nicht feiern, die werden es nicht gut finden. Wie geht man damit um? Ich denke, dass je öfter man den Impulsen des Herzens folgt, desto mehr spürt man, dass es das Richtige ist und dass alles andere, das man tut, um anderen irgendwie gerecht zu werden, dass es einen nicht glücklich macht. Ich glaube, das ist auch das, was mich immer wieder dazu bringt, meinem Herzen zu folgen, weil ich bis zu meinem 20. Lebensjahr immer nur alles für andere gemacht habe und immer nur meine Eltern glücklich machen wollte und immer anderen helfen wollte und dabei mich vergessen habe. Und ich war mit 19 einfach an dem Punkt, dass ich so unglücklich war, dass ich sogar nicht weiterleben wollte. Und ich glaube, weil ich so einen Tiefpunkt in meinem Leben hatte und einfach weiß, wie es ist, wenn man einfach nicht sein Leben lebt, wenn man nicht seinem Herzen folgt, wenn man für andere lebt, wie schlimm das sein kann, dann glaube ich, ist es, wenn man diesen Schmerz erlebt hat, ist es leichter, dann auch diesen anderen Weg einfach auszuprobieren. Und da hatte ich auch ein Ereignis, und zwar 2016, als ich dann fertig war mit meinem Abi und ich ja eigentlich nach Sansibar, Afrika wollte und meine Eltern das nicht erlaubt haben. Und sie eigentlich, dass ich diesen normalen Weg gehe, ne, Studium und mach das und mach das. Und die wollten einfach, dass ich diesen Standardweg gehe, 9 to 5. Und als ich mir das so vorgestellt habe, wie ich studiere, und die Schulzeit war das Schlimmste für mich. Also ich war auch voll der Außenseiter und ich habe irgendwie nichts gecheckt in der Schule. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, Schule war einfach nicht mein Ding, ich war richtig blöd. Und ja, und das war einfach alles so, als ich das mir vorgestellt habe, okay, ich studiere und ich habe noch nichts irgendwie erfahren vom Leben. Ich habe immer nur gelernt und mein Vater war auch so richtig streng. Ich durfte nie raus abends. Ich habe immer kontrolliert, wo ich bin und ich war eigentlich immer nur zu Hause am Lernen und habe sonst nichts gemacht und es war irgendwie kein Leben. Ich habe nie Freude, war nie glücklich. Also natürlich gab es so kleine Momente, wo man gelacht hat, solche Sachen, aber im Großen und Ganzen war meine Seele ausgesaugt und irgendwas in mir hat gesagt, das kann es nicht gewesen sein. So. Also als ich kurz davor war, so ich hatte schon gedacht, okay, wie kann man am schmerzlosesten so sozusagen, ne? Und dann dachte ich, das kann es nicht gewesen sein. Und dann hatte ich diesen Impuls, Deutschland zu verlassen, weil ich wollte weg von meiner Familie, ich wollte weg von dieser Schulzeit, von den Leuten, von meiner Vergangenheit sozusagen. Und ich wusste nichts über mich, ich wusste nicht, wer ich bin, was ich will. Und dann hatte ich damals entschieden, dass ich dann statt halt Afrika in ein anderes Land reise, was halt nicht so weit weg ist. Das war damals Spanien, Barcelona, aber es war trotzdem meine allererste Reise alleine und ich hatte richtig Schiss. Richtig Schiss. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und ja, auch da diese Menschen, die ich kennengelernt habe und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, also alleine zu sein, das war das erste Mal, dass ich alleine war, weil mein Vater hat es mir ja nicht irgendwie erlaubt so und es war so, das war 2016 und dieser Moment dort, das war auch ein ausschlaggebender Grund, warum ich dann den anderen Weg eingeschlagen bin. Und ich erinnere mich noch ganz genau an die Situation. Also ich war generell schon sehr, sehr happy, einfach weil ich diese herzlichen Menschen, weil ich zuerst mal so krass herzliche Menschen kennengelernt habe, die mich so mit offenem Herzen begegnet haben. Ich habe lange nicht mehr diese Erfahrung gemacht. So. Und dann war ich dort, bin an diesem sonnigen Tag, bin ich dann so einer der größten Gebirge hochgewandert, alle am Strand gechillt, aber ich dachte mir, ich will jetzt irgendwie, ich will diesen Blick von oben und deswegen liebe ich auch diesen Blick von oben. Ich glaube, weil das so einer der ersten Erfahrungen war, und dieser Moment einfach so ausschlaggebend war für meine Entwicklung. Auf jeden Fall bin ich dann da oben gewesen und ich habe so die ganze Stadt so von oben gesehen und ja, es war, ich weiß nicht, so dieser Moment, so alles, so diesen Überblick zu haben und diese Wärme der Sonne zu spüren. Und ich war da ganz alleine und
Und ich habe in diesem Moment auf einmal so eine richtig Glückseligkeit in mir gefühlt. Und ich war auf einmal richtig glücklich. Und es war so, wow, ich habe mich noch nie so glücklich gefühlt, dachte ich. Und ich dachte, oh, ich möchte mich immer so fühlen. Und an dem Moment, an dem Tag habe ich mir das Commitment gegeben, dass egal was andere wollen von mir, ich werde meinem Herzen folgen und das machen, was ich will, weil ich möchte mich so fühlen, ich möchte so sein. Und ab dem Moment an habe ich eigentlich angefangen, an mir zu arbeiten, an meiner Persönlichkeit. Dann ging es so los mit der Persönlichkeitsentwicklung, was ja auch mittlerweile Mainstream geworden ist. Aber damals war das so, 2016 hat das wirklich mein Leben verändert. Einfach, ich war ein sehr, sehr, sehr pessimistischer Mensch, einfach auch durch mein Umfeld. Damals, meine Familie war auch relativ pessimistisch und dementsprechend war ich sehr negativ. Und deswegen habe ich erstmal daran gearbeitet, dass ich halt nicht mehr mich von dieser Negativität leiten lasse. Und ja, so Step by Step ging es dann immer mehr so in die Richtung Spiritualität, mehr dem Herzen vertrauen, mehr der Intuition vertrauen. Und durch die Erfahrung, die ich dann im Laufe der Jahre gemacht habe, bin ich jetzt hier gelandet, wo ich bin. Schön. Ja, krass auf jeden Fall. Insbesondere das Thema dem Herzen folgen und dass du habe ich den Eindruck, so dieses Urvertrauen auch gefunden hast für dich, wenn Dinge nicht laufen, dass es schon irgendwie seinen Grund hat und seinen Sinn hat. Und meinst du mit dem Herzen folgen, also ich versuche es gerade so ein bisschen zu greifen, dass man seine Wahrheit lebt. Ich sage dir, was ich damit meine, weil, wenn ich jetzt an mich denke, also ich erkenne viele Parallelen zwischen uns tatsächlich. Ich bin auch ein sehr quirliger Mensch, sehr lebensfreudig. Ich mag Action, ich mag Menschen, ich rede gerne. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin wie ein Vulkan. So. Also da ist einfach, oder ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, einfach, du machst morgens Licht an und da ist einfach zu viel Energie und die will gelebt werden. So. Und ich bin ja eigentlich Juristin und habe halt gemerkt, dass ich diese Energie nicht leben kann, weil du musst da ja sehr, sehr distanziert sein mit deinen Klienten und es geht sehr ums Sachliche, sehr ums Detail. Aber ich wollte immer irgendwie, das klingt jetzt irgendwie kitschig, aber die Essenz des Miteinanders spüren. Nähe. Richtige Nähe und Berührung. Und die ist da nicht aufgekommen. Und ich hatte irgendwann den Eindruck, ich weiß nicht, ob das an Deutschland liegt, aber mir schnürzt die Kehle zu. So, ich habe mich gefühlt, als würde ich hier in so ein Korsett reingedrückt werden. Alleine, dass man sich sieht, um diese Distanz herzustellen. Die Nadelstreifenanzüge, die eine Distanz herstellen. Also einfach, wir haben viele Gepflogenheiten, wie ich finde, die eine Distanz herstellen, weil man Angst hat, sich zu zeigen und seine Maske abzulegen. Und das war was ich gespürt habe und wo ich für mich gemerkt habe, ich ersticke, wenn ich so weitermache. Kannst du das nachvollziehen? Ja, total. Ja, nicht seine Wahrheit lebt. Voll. Ja. Und ja, das Witzige ist ja, also ich bin jetzt nicht mehr juristisch tätig. Ich bin damit sehr, sehr glücklich, weil ich kann reden, wie ich Lust habe. Ich kann anziehen, worauf ich Bock habe. Ich kann so arbeiten, wenn ich Bock habe, ja. Und von daher, also finde ich das ganz, ganz toll und spannend, dass du sagst, dass du deinem Herzen gefolgt bist. Weil ich glaube auch, dass viele denken, ja, was sollen die anderen denken und die anderen sagen? Aber ich glaube, dass man erst einen Mehrwert für sein Umfeld darstellt, wenn man scheint. Auf jeden Fall. Scheint und strahlt nur, wenn man seine Wahrheit lebt. Absolut. Absolut. Und auch zu dem Punkt an alle meine Wale, an alle, die jetzt andere über sich selber sozusagen setzen. Dazu wollte ich nochmal was sagen, weil Gerne. Ich war irgendwie mein Leben lang, wollte ich immer anderen helfen. Ich habe immer schon so den Helferdrang gehabt, ich wollte immer anderen helfen. Und ich habe das bis zum 19. Lebensjahr auch immer so gemacht, dass ich immer für andere da war und so. Aber dabei habe ich halt mich vergessen und dementsprechend
war ich nie in dieser Energie, dass ich wirklich anderen helfen konnte, sondern es war immer dieses, ich war eher so wie ein Mülleimer, kann man so sagen, dass man mir alles erzählt hat und das hat mich dann eher runtergezogen und mir Energie gezogen. Dementsprechend konnte ich auch kein Mehrwert für andere sein, weil ich ja auch nicht diese Sicht hatte dann, okay, wie kann ich dieser Person helfen, weil ich selber nicht in meiner Energie war, und ich kann wirklich jetzt sagen, nach all den Jahren, seitdem ich auch wirklich mich als wichtigste Person in meinem Leben sehe und erstmal schaue, dass es mir gut geht, bevor ich anderen helfe, konnte ich also tausendmal mehr Menschen helfen, als ich es zuvor getan habe, obwohl ich zuvor immer für andere gelebt habe in dem Sinne. Aber du kannst nicht anderen helfen, wenn du selber nicht in deiner Energie bist, wenn du selber nicht zufrieden mit dir und deinem Leben bist, sondern wenn du selber scheinst, wenn du selber deine Wahrheit lebst, wenn du glücklich mit dir und deinem Leben bist, weil du da einfach eine ganz andere Sicht auf alles hast, weil du viel mehr in Fülle schwingst und dementsprechend auch mehr diese Energie der anderen Person mitgeben kannst und mehr diese Sicht einfach drauf hast, was jetzt das Richtige ist für die Person, oder auch zumindest, oder auch wenn es nur bedeutet, dass du einfach da bist und zuhörst, aber alleine, dass du halt diese Schwingung der Liebe in dir hast, sorry, Frosch im Hals, alleine dadurch. Kein Problem. Ja, alleine dadurch ist man schon Mehrwert, weil die Energie, die sich dann über die Person überträgt, damit veränderst du auch die Person selbst an sich, wie sie gerade, also wenn die Person sich besser fühlt, wird sie auch gleich andere, wie soll ich sagen, da ist man, wenn man sich gut fühlt, ist man eher mehr lösungsorientiert, ne, als wenn man jetzt im Mangel ist. Toll. Auch dieses Lösungsorientierte, das hattest du eingangs gesagt, finde ich auch ganz spannend. Ihr lieben Zuschauer, kann ich euch auch nur mitgeben, was die Jenny gesagt hat. Nämlich, wenn ihr vor einem Problem steht, dann grübelt nicht irgendwie stundenlang darüber, wie schlecht das jetzt alles ist und wie furchtbar, und am besten noch irgendwie, weiß ich nicht, Herzschmerzmusik anmachen. Kann man machen. Ja. Sinnvoll ist es tatsächlich, dass man sich überlegt, okay, da ging es jetzt nicht lang, aber vielleicht geht es darum oder vielleicht geht es darum, vielleicht komme ich auch hier entlang. Dass man sich einfach aufschreibt, also ich schreibe mich dann immer auf, Lösungsvorschläge, wie könnte ich dieses Problem jetzt lösen? Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. So. Und dann klappt es eigentlich ganz gut. Und auch, was du gesagt hast, was ich auch sehr cool fand, ich habe Angst, aber ich gehe durch. Weil ich glaube, viele haben Angst und gehen nicht durch und bleiben sitzen, sinnbildlich. Bleiben sitzen, da wo sie sind, und stellen sich vor, was wäre gewesen, wenn ich durchgegangen wäre. Ja, nee, mache ich jetzt nicht, weil das ist bestimmt ganz gefährlich. Ja, und im Endeffekt hat man immer denselben Trott und weiß bis Ende des Lebens gar nicht, was wäre gewesen, wenn. Ja. Würdest du mit mir d'accord gehen, dass je öfter man durch die Angst durchgeht, desto einfacher es wird, wenn man neue Herausforderungen hat, dass das quasi ein Muskel ist, den man trainieren kann? Absolut. Ja? Also, ich muss echt überlegen, ob es noch irgendwas gibt, wovor ich Angst habe, weil ich mittlerweile, ich weiß nicht, ich mache das so oft gehe ich durch diese Angst, dass das mittlerweile halt, es wird zur Gewohnheit. So Genau. wie, dass man in dieser Komfortzone bleibt, kann es auch das Gegenteil sein. Wenn du immer wieder das machst, wovor du Angst hast, wird es zur Gewohnheit und du wirst irgendwann halt nicht mehr, es wird dich nicht mehr aufhalten. Natürlich wird man immer noch so diese Emotionen, manchmal kommt das natürlich wieder hoch, aber trotzdem, wenn du es dann gemacht hast, das ist das geilste Gefühl ever, und auch dann, dass du einfach so stolz auf dich sein kannst und die Erfahrungen und Situationen, die du danach anziehst. Und würdest du sagen, dass es auf jeden Fall eine mega Übung ist, um Selbstbewusstsein zu steigern? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, es ist die Übung schlechthin, ne? Ja, also ja klar, weil du selber siehst, okay, ich bin mutig. Natürlich. Also wenn man auch sich selbst treu ist, seinem Herz treu ist, und es ist immer wieder eine Stärkung des Selbstwertgefühls, weil du dir einen Wert gibst. Ich
Ja. es wert, das zu machen. Und ich bin mutig, ich mache das jetzt so. Sehr cool. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt hier tatsächlich noch 3 Sätze. Und die Sätze habe ich offen gelassen. Und da würde ich mir wünschen, dass du einfach intuitiv den Satz beendest. Okay, oh, ich bin ganz schlecht in sowas. Das sind keine krassen Ganz Sätze. viel redet, aber okay, ich probiere es. Also, für mich bedeutet Mut. Für mich bedeutet Mut, bedingungslos seinem Herzen zu folgen und das zu machen, ja, was sich gerade für dich richtig anfühlt, egal wie viel Angst du hast. Cool. Okay, next one. Wenn ich finanziell ausgesorgt hätte, würde ich. Fast genauso leben, wie ich es jetzt tue. Ja, also Finanzen ist natürlich nur ein Zweck zum Mittel, aber ich würde genau weiterhin meinem Herzen folgen, den Impulsen folgen, das machen, was sich gerade für mich richtig anfühlt, was ich ja auch gerade mache. Gut. Okay, und der letzte. Es lohnt sich, dem Herzen zu folgen, weil. Weil du damit dein Leben veränderst und die ganze Welt. Schön. Stimmt, wenn du dich änderst, dann änderst du die Menschen um dich und die wiederum haben Einfluss auf die Menschen außenrum und dann haben wir die komplette Weltbevölkerung. Absolut. Fängt ja jede Veränderung bei uns selbst an, ne? Ja, total. Ja, mega, das war es tatsächlich schon. Wir haben jetzt auch eine gute Stunde geredet. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Vielen Dank. Und wenn ihr Bock habt, von der Jenny noch ein bisschen was zu sehen, zu hören, du bietest ja auch Online-Kurse an, ne? So Online-Kurse und so, dann werde ich euch ihren YouTube-Kanal und Instagram verlinken und dann könnt ihr bei der Jenny mal vorbeigehen und gucken, was die Jenny Schönes macht. Ich habe tatsächlich 2 YouTube-Kanals, also ein YouTube-Kanal nur mit Zumba-Videos, also in Richtung Fitness. Mein anderer YouTube-Kanal ist tatsächlich, da rede ich viel und da zeige ich viel aus meinem Leben und teile auch einfach meine Gedanken zu der Situation, zu bestimmten Situationen oder wenn ich eine Message rausgeben will. Ja, da lebe ich bedingungslos, da seht ihr meinen Weg, wie ich mein Leben bedingungslos, jetzt habe ich diesen Satz falsch gesagt, wie ich mein Leben, wie ich mein Leben lebe und meinem Herzen bedingungslos folge. Genau. Sehr schön. Also Leute, 2 YouTube-Kanäle, aber werde ich auf jeden Fall verlinken. Danke dir, liebe Nina. So, das war's mit dem Interview. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben. Kommentiert gerne, was sind eure Gedanken dazu? Was hat euch am meisten inspiriert und vor allem, welchen Punkt könnt ihr für euch oder wollt ihr für euch implementieren und umsetzen? Und ja, falls ihr mir noch nicht abonniert und ihr mehr solchen Content erfahren wollt, alles rund um Intuition, Herzenvertrauen, mutig sein oder einfach, wenn ihr mich sympathisch findet, dann abonniert mich gerne. Und ja, falls ihr diese Nina auch sympathisch findet, dann schaut gerne in der Beschreibung, da werde ich auf jeden Fall einige Links zu ihr mit euch teilen. Und ansonsten, alles Liebe aus Brasilien, wo ich aktuell bin. Das Video ist auch schon, ich glaube, 1-2 Monate älter. Deswegen ist es nicht mehr aktuell mit dem Juni. Ich habe nämlich nochmal verlängert. Ich werde nämlich erstmal in Brasilien und in Südamerika reisen, bevor ich zurückkomme nach Tansania. Und auch da, I don't know what will be in a few months, because I just follow my intuition, what I feel now. Ich hoffe, das habt ihr jetzt verstanden. Aber es war easy Englisch, also müsstet ihr es echt verstanden haben. Okay, bis dahin, meine Lieben. Ciao.